Dieser VW Golf soll heute deutlich schneller werden. Aber nicht durch mehr Motorleistung. Heute wollen wir herausfinden, kann man ein Auto schneller machen, ohne mehr PS reinzuballern. Diesmal dreht sich alles um das Thema Gummi und Chassis. Es wird eigentlich richtig interessant, weil wir werden andere Reifen montieren und ein anderes Fahrwerk und werden dann jeweils checken, wird das Auto schneller und wenn ja, wie viel. Geht das wirklich? Deutlich schneller sein, aber ohne mehr Power unter die Haube zu packen. Nur über Reifen und Fahrwerk? Beides schrauben wir auf ein sportliches und erschwingliches Auto mit Frontantrieb. Einen VW Golf. Der Reifen ist das wichtigste Thema, wenn man Kurven fahren will und wenn man Grip haben will beim Bremsen, beim Beschleunigen und so weiter und so fort. Weil der Reifen ist das, was die Verbindung zur Straße herstellt. Ja, der Reifen überträgt die Kraft, egal welche es ist, auf den Asphalt. Und somit kannst du nur mit dem Reifen und dann am Ende natürlich noch mit dem Fahrwerk was machen, damit das Auto schneller wird. Das ist unser Tuning-Objekt. Ein Golf 5 GTI Baujahr 2005. Seine 200 PS gehen über ein Doppelkupplungsgetriebe, bei VW DSG genannt, an die Vorderräder. Der GTI war schon immer eine beliebte Tuning-Basis. So auch bei uns. Let's go! Also mein Herz schlägt ja bekanntlicherweise fürs Tuning. Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Ich freue mich auf diese Nummer. Es ist zwar natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen jugendforscht, aber ich glaube, es ist höchstgradig interessant für den Zuschauer. Ja, das ist ja genau das, was wir zeigen wollen. Was kann ich mit kleinen Mitteln machen, ohne dass ich ein Tuning-Experte bin? Und ob es überhaupt was bringt. Richtig. So, nicht, dass wir hier am Ende Semis, Fahrwerk und alles draufstecken und werden aber gar nicht schneller, weil einfach der 0815 Normal-Sommerreifen unter unseren Bedingungen genauso gut funktioniert. Was machen wir? Wir machen jetzt einen Bremsweg von 100 auf 0. Genau. Dann ist hier ein wunderschöner Slalom aufgebaut. Beim Slalom zählt einfach die schnellste, gefahrenste Geschwindigkeit. Und danach machen wir einen Fahrerwechsel und fahren auf unserem Gripodrom nochmal eine schöne, schnelle Runde. Yes. Um aussagekräftige Referenzwerte zu ermitteln, muss der GTI zuerst neu besohlt werden. Es geht um Thema Performance, das heißt, wir wollen schon schneller werden. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir haben hier einmal zwei verschiedene neue Reifen. Das hier ist der alte Reifen, der auf dem Kollegen drauf war. Der kommt weg. Und dafür montieren wir einen schönen brandneuen Reifen. Damit fahren wir dann eine Referenzrunde. Dann gucken wir, wie schnell das Auto ist. Dann satteln wir um auf diesen Reifen hier. Das ist ein sogenannter Semi-Slick. Semi-Slick ist ein Reifen, der sehr viel weniger Profil hat. Damit hat er mehr Gummi, was den Asphalt berührt. Und deswegen kann er mehr Grip aufbauen. Sieht schon gleich 2 Sekunden schneller aus. Weichere Mischung. Und gucken, wie viel schneller, wie viel kürzer kann er bremsen und wie viel besser fährt er durch den Slalom. Damit aber noch nicht genug. Noch haben wir saubere Hände. Das wird sich vielleicht im Laufe dieser Folge ein bisschen ändern, weil ich habe mir überlegt, wir werden schrauben. Wir wollen ein anderes Fahrwerk einbauen, ein Sportfahrwerk. Und das machen wir selber. Wir machen hier natürlich alles Step by Step, weil wir natürlich wissen wollen, was bringt wie viele Sekunden, wie groß wird die Verbesserung bei dem jeweiligen Teil sein. Das heißt, wir testen heute, wie viel wird ein Semi-Slick schneller als ein normaler Straßenreifen und wie viel Performance können wir durch den Fahrwerk noch rausholen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Als Referenz nutzen wir einen hochwertigen Markensommerreifen in der Seriengröße. Ich würde vorschlagen, da wir heute als Testteam unterwegs sind, du machst die Bremsung und den Slalom. Und da ich ja begnadeter Frontantriebfahrer bin und du ja eher Typ Heckantrieb bist, würde ich sagen, ich übernehme die schnelle Runde. Ja, meinetwegen. Okay, let's go. Alle ermittelten Werte halten wir per GPS-Messung und Kameras fest. So wissen wir am Ende ganz exakt, welche Veränderung wie viel Verbesserung gebracht hat. Wenn wir denn überhaupt eine Verbesserung erzielen. So, dann werden wir jetzt einmal unsere Referenzwerte fahren mit dem brandneuen Sommerreifen. Matthias und Philipp starten ihren Test mit der Vollbremsung. 100 auf 0. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zack, 100 haben wir. 100 haben wir. Und... Boah. Oh, der bremst aber richtig gut. 37 Meter. Also man hört ein bisschen das ABS rattern. Ja. Boah. Du bremst aber richtig gut. Das heißt, der Reifen ist an der Traktionsgrenze. Das ABS macht immer wieder auf, weil er sonst schon zum Blockieren neigen würde.
Also 37 Meter ist jetzt kein Traumwert, aber für so ein Auto, was so alt ist, ist das vollkommen okay. Was ist so ein richtiger krasser Referenzwert? Ja, also unter 30 Meter ist halt brutal. Echt, gibt es Autos, die unter 30 Meter? Ich würde sagen, so ein GT3 RS. Boah. So, dann ist jetzt Slalom angesagt. Ich fahre da jetzt mal rein. Ich werde mich im Slalom steigern. Vor allem, man Bremse hat er ja gerade schon echt gut gemacht. Slalom, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Reifen quietschen gleich. Oh, aber schön, ne? Also der schwingt so richtig schön mit dem Heck so ein bisschen mit. So, wir müssen einmal anhalten, damit das Messgerät uns sagen kann, wie schnell wir waren maximal. Das war jetzt langsam in den Slalom reingefahren und die Geschwindigkeit gesteigert. 67,7 67,7 als Referenz. 67,7 km/h sind wir da durchgetänzelt. Was eine gute Geschwindigkeit ist, finde ich. Hat sich flott angefühlt. 2 Referenzzeiten auf dem handelsüblichen Sommerreifen sind ermittelt. Eine wichtige fehlt aber noch. Fahrertausch, schnelle Runde? Richtig, du fährst eine schnelle Runde. Jetzt geht's los in die schnelle Runde. Wie schnell ist der VW Golf GTI ohne spezielle Bereifung und mit dem Serienfahrwerk? Grippodrom. Eigentlich eine Kombination aus einigen Kurven mit ein bisschen Gerade dazwischen. Genau. Was denkst du so, in welchem Bereich bewegen wir uns hier, nachdem das Auto jetzt gefahren bist? Ich würde sagen 1,10. Das langsamste Auto, was wir jemals gemessen haben hier auf dem Grippodrom, war ein Audi A5 45 TFSI mit 265 PS. Ja. Und der hat gebraucht 1 Minute 06.9. Aber let's go, ich würde sagen, wir testen es, oder? Genau. 200 Turbo PS und Frontantrieb. Dazu normale Sommerreifen und Serienfahrwerk. Wie fühlt sich das hier an? Die Reifen sind am Limit. Sie können einfach die Kraft nicht mehr übertragen. Warum? Sie müssen erstens die Seitenführungskraft übertragen, also dass das Auto nicht aus der Kurve rausrutscht, und die Antriebskraft auch noch übertragen. Also 2 Kräfte gleichzeitig übertragen. Und da kommt der Reifen einfach an seine Grenze. Da merkt man so ein bisschen, wie das Fahrwerk. Genau. Also in die Bremse rein und dann wird das Heck leicht und dann fängt er so ein bisschen an, hinten mit dem Heck so zu tänzeln. Ganz normal, easy, kein Problem, aber das wird sich hoffentlich sukzessive über den heutigen Tag immer weiter verbessern. Sauber, sauber, sauber. Gas, 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 Ja, Gas, das sind nur Gas. 200 PS, da können wir nichts machen hier. 1:09.63, also 1 Minute 0,96. Das ist okay, finde ich. Ja, also Für ein Auto, was so alt ist, mit frischen Reifen, vollkommen okay. Ich bin sehr gespannt jetzt auf den Semislick, den wir jetzt als nächstes draufschnallen, weil das muss schon anders kleben. So, Philipp, das war jetzt schon mal sehr, sehr aufschlussreich und es hat ehrlich gesagt wirklich Spaß gemacht. unsere Referenz, Bremsung, 100 auf 0, auch extrem solide. 37 Meter ist jetzt unsere Referenz. 100 auf 0. Slalom haben wir eine Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Slaloms gehabt von 67,7 Kilometer pro Stunde. Und dann bist du die schnelle Runde gefahren. Bei der schnellen Runde, wie immer, Matthias hat 1 Minute 10 vorhergesagt. Und was sind wir gefahren? 1 Minute 9,63, knapp unter 1,10. Also wirklich sehr gut geschätzt. Sehr gut geschätzt, Sehr gut ne? geschätzt. Umso spannender wird es jetzt auf jeden Fall, ob der Semislick das besser kann. Und wenn ja, wie viel schneller wird er denn den Golf hier um die Runde tragen und durch den Slalom durch und beim Bremsen vielleicht auch ein bisschen noch kürzer bremsen? Ich finde die Nummer wirklich extrem geil, weil auch selbst so habe ich das bisher auch noch nie gemacht. Wirklich, gefühlt ist der Sommerreifen gerade noch warm. Wir fahren direkt in der Werkstatt, stecken einen brandneuen Semislick drauf. Wir wissen beide nicht, ob es überhaupt was bringt. Natürlich, es muss irgendwas bringen. Aber reden wir jetzt hier von einer halben Sekunde, von einer Sekunde, von 3 Sekunden, sitzen wir gleich in dem Auto drin und werden es übel abfeiern, weil das Ding einfach so krank Grip hat? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall freuen. Ein handelsüblicher Sommerreifen muss alles können. Gute Traktion auch bei Nässe, Langlebigkeit und wenig Rollwiderstand, um Sprit zu sparen. Ein Semislick dagegen ist nur auf maximalen Grip ausgelegt. So, Flo, der erste Satz ist durch. Wir bräuchten jetzt bitte Semislicks. Ja, machen wir. Ja? Ja, der sieht aber auch noch richtig gut aus hier. Der sieht sehr gut aus. Also so ein bisschen. Schön angefahren, die Ecken ein bisschen rund. So, aber das ist normal auf der Rennstrecke. So, und hier haben wir dann den Semislick, wo man sieht, es ist wesentlich weniger Profil drauf. Viel weniger von diesen Schlitzen,
Ne, das hier brauchst du, um das Wasser abzutransportieren, dass du kein Aquaplaning hast. Und ja, wesentlich glatter. Die nächste Eskalationsstufe haben wir hier. Das ist natürlich nicht straßenzugelassen, aber das hier ist ein echter Slick. Also das sind quasi die 3 Stufen. Straße, Semi-Slick, Rennreifen. Und ich glaube, man sieht beim Draufgucken einfach schon, wie es immer mehr Gummi wird, immer weniger Profil. Hiermit im Regen fahren, Katastrophe, geht gar nicht mehr. Geht einfach nicht. Genau, weil wo soll das Wasser hin? Ihr fahrt wie auf dem See. Hier ist es immerhin auf ein Minimum runtergetrimmt, welches einfach für die Straßenzulassung noch notwendig ist. Und hier sieht man halt schon, die Profilblöcke sind viel kleiner. Hier hat man richtig durchgehende Profilblöcke. Ja. Das heißt, hier kann sich auch nichts mehr verschieben, in irgendeine Richtung arbeiten und so weiter. Und ich finde auch, beim Anfassen merkt man schon so ein bisschen, dass die Mischung anders ist. Der wird einfach weicher sein und einfach mehr kleben. Ich bin sehr gespannt, was uns der Kollege hier an Sekunden bringt. Der wird uns gleich jede Menge Spaß bereiten. Flo, let's go! Wenn ich jetzt gerade unsere 3 Challenges werten sollte, würde ich sagen, der Semi-Slick bringt auf der Runde am meisten. 2 Sekunden sind schon machbar. Was ich 0 einschätzen kann, wie viel das beim Bremsen bringt. Reden wir beim Bremsen davon, dass das 1 Meter ist? Sind das 5 Meter? Ist es vielleicht gar nichts, weil beim Bremsen eben sich selbst der Sommerreifen richtig stark in den Boden krallt und der Semi vielleicht in dem Moment gar nicht so seine Stärke ausspielen kann? Ich glaube schon. Ich glaube, dass es in allen 3 Prüfungen, die wir machen, Bremsen, Slalom und schnelle Runde, wird sich das niederschlagen. Also es wird auf jeden Fall besser werden. Der Vorteil von einem Semi-Slick ist einfach, dass dieser Reifen auch noch eine Zulassung hat. Das heißt, der ist in dieser Reifengröße zugelassen für den Straßenverkehr. Was kostet ein Reifen überhaupt, der macht so einen Semi-Slick in der Größe? Ja. Der kostet leider trotzdem schon 270 € pro Stück. Ungefähr das Doppelte als ein normaler Sommerreifen. Ja, genau. Es ist einfach so, eigentlich dafür, dass weniger Profil drauf ist, zahlt man mehr Geld. Der Semi hat die gleiche Größe wie der Referenzreifen. Damit er seine womöglich besseren Grip-Eigenschaften auch ausspielen kann, muss er ordentlich warm gefahren werden. Entsprechend vorbereitet starten Matthias und Philipp erneut ihre Messungen in 3 Kategorien. Beim Bremsen wollen sie jetzt früher stehen als die zuvor ermittelten 37 Meter. Macht der Reifen den Unterschied? Ich bin mal gespannt, ob beim Bremsen überhaupt messbar ist, dass das Auto viel besser wird. Weil von 100 auf 0, da reden wir ja, wenn dann über, ja, wenn es hochkommt, Meter Unterschied. Ja, Meter, 2, 3. So in dem Dreh. Dann starten wir wie eben mit der Vollbremsung aus 100 km/h. Von 100 auf 0. Ich halte mich schon mal fest hier. Messgerät läuft. 3, 2, 1. Du hämmerst da auch in die Bremse rein. Also Konnten die Semi-Slicks beim Bremsen überzeugen? 33 Meter. Das sind satte 4 Meter weniger. Und zwar nur durch besser haftende Gummis. Hast du Bock auf Slalom? Slalom, let's go. Es gilt, die zuvor gefahrenen 67,7 km/h zu steigern. Ich glaube, jetzt könnte doch sein, dass er noch mehr tänzelt gleich. Nein, das ist viel direkter. Stimmt, Die ja. Wechsel gehen viel schneller. Vor allem, die Hinterachse fährt auch einfach nur noch hinterher, ne? Das ist echt anders. Jetzt bin ich gespannt auf den Speed. Wie schnell waren wir? Komm. 71,2. Also das ist schon eine wirklich starke Vergrößerung. 2 Disziplinen, wo der Semi-Slick wirklich jetzt schon mal abgeliefert hat. Jetzt schnelle Runde. Bin gespannt, was da so geht, ne? Das ist ja lustig, wenn wir jetzt gleich irgendwie einsteigen und dann so richtig lange Gesichter so, okay, 0,2 Sekunden schneller. Ich sage, das wird funktionieren. Das wird schon bocken gleich. Die Frage ist, wie viel? Wie viel, ja. Boah, erstmal Magen hier wieder alles kurz durchsortieren, bevor es jetzt hier losgeht. So, ich sortiere das Messgerät. 109,63 gilt es zu schlagen. So, dann gehen wir es doch gleich mal an, oder? Bitte, gib Knete. So, wie ich hier einlenken kann, ne? Auch komplett anders, ne? Ja.
Gerade jetzt auf die lange Gerade raus. Kann man viel besser fahren lassen, das Auto so, ne? Die Reifen drehen weniger durch. Das ist wirklich nur in wirklich den engen Ecken. Ja. Aber kommt schon! Jawohl! Jawohl. 1:08:01. Wir sind exakt 1,6 Sekunden schneller. Nur weil wir einen anderen Reifen drauf gemacht haben. Das ist ultra krass. Ja, das kann man auch schwer erklären, was 1,6 Sekunden sind. Aber 1,6 Sekunden ist halt schon. Bei einer Runde, die nur 1 Minute 09 oder 08 oder 07 lang ist. Also das ist grandios. Ne? Ich meine, wie viele Rennen hatten wir schon bei Grip, wo es irgendwie um 0,2 Sekunden, 0,3 Sekunden ging. Und wir sind jetzt 1,6 Sekunden schneller. Nur, weil wir einen verdammt anderen Reifen drauf gemacht haben. Also ich sag mal so, Unser Dorf Ferrari wird langsam. aber man muss so einen Reifen warm fahren, sonst funktioniert der gar nicht. Also nicht gar nicht, aber er funktioniert definitiv nicht besser als der normale Sommerreifen, den wir vorher drauf hatten. Also mal eben morgens losfahren und gleich im ersten Kreisel stehen lassen geht halt nicht. Nee. Das ganze Auto arbeitet auf einmal viel mehr. Ja, So, muss mehr arbeiten. muss mehr arbeiten Er wehrt und sich so ein bisschen noch dagegen. ja, also, aber Ende vom Lied ist, wir sind ins Rennen gegangen, Referenzwert waren 100 auf 0, 37 Meter. Genau. Und jetzt haben wir es tatsächlich in 33 Metern geschafft. Das heißt, das sind 4 Meter weniger. Das ist quasi eine Fahrzeuglänge und das fühlt sich noch viel krasser an, als das Ergebnis quasi auf dem Papier runtergeschrieben sich anfühlt. Und das, obwohl wir nichts an der Bremse gemacht haben. Ne? Bremse ist ja komplett Serie. Dann hatten wir den Slalom. Da sind wir gestartet mit dem normalen Reifen mit 67,7 km/h. Und wir haben es jetzt geschafft mit 71,2 km/h. Klingt jetzt auch nicht viel, fühlt sich aber im Auto wiederum genauso wie beim Bremsen einfach viel heftiger an. Das Auto folgt wirklich wie ein gut erzogener Hund den Lenkbewegungen des Fahrers. Da können wir sagen, volle Punktzahl für den Semi, das hat er gut gemacht. Mega. Schnelle Runde, gleich auf den ersten Metern merkst du einfach, dass das Auto ein ganz anderes ist. Du kannst tatsächlich endlich anfangen, in die Kurve einzulenken, ohne dass das Ding sofort anfängt zu quietschen und irgendwelche Melodien zu singen. Genau. Beim Rausbeschleunigen dasselbe. Die Räder haben nicht mehr so viel durchgedreht, immer mal wieder schon, aber viel, viel weniger als mit dem normalen Reifen. Wir sind ins Rennen gegangen mit 1 Minute 9,63 Genau. und sind jetzt gefahren 1 Minute 8,01. Das heißt 1,6 Sekunden schneller. Und das ist wirklich eine Ansage auf einer Strecke, die ja ein bisschen was über 1 Minute dauert. 1,6 Sekunden da rauszuholen, das ist ein Brett. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Also der Reifen ist jetzt nicht mehr das schwächste Glied in der Kette, sondern das Auto selber. Zwischenfazit, nachdem wir jetzt erstmal nur die Reifen getauscht haben. Ich glaube, man kann wirklich sagen, ganz anderes Auto. Das sind zwei Welten. Für jeden ambitionierten sportlichen Fahrer einfach eine Pflicht, einen Semislick reinzumachen. Aber allein an dem Zeitunterschied sieht man auch für den Normalfahrer, dass es halt einfach super wichtig ist, einfach einen guten Reifen zu haben. Und ein guter Reifen ist grundsätzlich erstmal ein Reifen, der neu ist. Ja, und nicht schon 8 Jahre auf dem Buckel hat, weil die Dinger kannst du wirklich wegschmeißen. Wenn du dir einen neuen Reifen draufschnallst, hast du ein mega Plus an Sicherheit und Performance. Deswegen, das ist einfach super wichtig. Ist die einzige Verbindung zur Straße. Punkt. Aber wo du Thema Sicherheit sagst, ich sag, das, was wir jetzt als nächstes mal machen, wird noch mal deutlich mehr Sicherheit bringen. Es geht in eine Werkstatt. Natürlich gibt es noch einen Teil, was wir anfassen müssen. Thema Fahrwerk. Genau. Was glaubst du? Kriegen wir da noch mal so eine Verbesserung? Ich glaube erstmal, es wird auf jeden Fall witzig und interessant, weil das bauen dieses Mal nämlich wir beide selber ein. Ziel ist es, das Auto ohne Leistungssteigerung schneller zu machen. Kann der 19 Jahre alte Golf GTI mit Semislicks und höhenverstellbarem Sportfahrwerk noch besser performen? Dass ich das noch mal erlebe, wir zusammen in der Werkstatt Ja, sicher. am Fahrwerk einbauen hier. Ich kann den Aufwand noch nicht ganz abschätzen, wie lange wir gleich brauchen, hier das Fahrwerk und die Stabis einzubauen. Deswegen. Meinst du wegen mir oder was? Nein, weil es ist ein 20 Jahre altes Auto, mit Pech geht keine Schraube los. Ne? Ja, okay. So, ne? Und das kann halt schon immer so ein bisschen Katze im Sack sein. Deswegen tatkräftige Unterstützung dabei. Brauchen wir ein bisschen Hilfe. Darf natürlich nicht fehlen. Ein guter Mann. Selim, herzlich willkommen. Hallöchen. Mahlzeit. Mahlzeit, mein Alles Lieber. fit, du? Ja, und selbst? Ja, immer. Weil das Gute ist, jetzt können wir beide Feierabend machen und was essen gehen. Und er war da. Ganz so habe ich mir das jetzt nicht gedacht, aber ich helfe euch gerne. Was schätzt du Zeit auch an? 2,5 Stunden maximal. Nicht dein Ernst. Für alles. So schnell? Okay, let's go. Ich hol mal das Werkzeug. Das Auto ist fast 20 Jahre alt. Ein Auto wird nicht besser über 20 Jahre. Das heißt, das ist schon eine Wundertüte, ob die Schrauben überhaupt losgehen. Gehen die Schrauben nicht los, große Baustelle, sie reißt ab. Ihr fangt an zu flexen, auszubohren, im schlimmsten Fall sogar
Oder Gewinde schneiden. Ja, und oder, so oder weiter. teilweise ganze Teile auf einmal ersetzen, wo halt die abgerissene Schraube drin steckt. Und wir müssen halt hoffen, dass wirklich alles losgeht. Jawohl. Hat er. So, aber jetzt kann ich euch noch mal zeigen, worum geht es eigentlich. Wir wollen dieses ganze Paket aus Feder und Dämpfer rauskriegen, um dann das neue Fahrwerk einzubauen. Viel hilft viel. Flutschi, Flutschi drauf Flutschi, Flutschi drauf, ne? Damit nicht sparsam sein, alleine fürs Gewissen. Ein paar Minuten warten und dann mit der Schraube noch mal probieren. Manchmal hilft auch die Schraube tatsächlich fest und nicht loszuziehen, um ihr einfach mal einmal so, um so ein bisschen nach 20 Jahren mal zu sagen, so, jetzt. So, wir wollen jetzt wieder. Man darf immer nicht vergessen, das Fahrwerk ist nach dem Reifen die zweite Stelle, die uns, das Auto, mit dem Boden verbindet. Natürlich ist die Straße aber nicht kerzengerade, sondern es hat immer Ebenen. Und diese Ebenen schluckt das Fahrwerk ja weg, dass der Reifen auf dem Boden bleibt. Und deshalb kann eben auch ein gutes Fahrwerk schneller machen. Wenn man anfängt zu tunen, macht man eigentlich immer als allererstes die Leistung, weil man sich denkt, ich will mehr Leistung, aber ich will schneller werden. Und dann merkt man meistens, okay, das Auto verträgt die Leistung gar nicht oder das Motorrad oder bei mir war es die Vespa früher. Und dann so, Schatz, ich brauche noch ein Fahrwerk und ich brauche auch noch Reifen. Wir machen es umgekehrt, wir machen es auf die schlaue Art. Ob und wie viel es bringt, das sehen wir allerdings erst noch. So, jetzt mal. Ah, Jawohl! jawollo. Alter, eine glatte 1. Fahrwerkteile sind Verschleißteile. Ob Tuning oder nicht, nach fast 20 Jahren ist ihr Tausch auch eine Frage der Fahrsicherheit. Ganz wichtig ist dafür auch das Teil, mit dem Matthias hier gleich hantiert. Das ist der Stabi. Der sorgt dafür, dass das Auto sich nicht so in die Kurve legt. Richtig? Also er arbeitet quasi gegen das Wanken. Richtig. Sorgt dafür, dass das Auto flacher bleibt und nicht die ganze Zeit so in die Kurve geht. Die Stabilisatoren verbinden eine Radaufhängung mit der gegenüberliegenden. Dadurch reduzieren sich Karosseriebewegungen, das Auto bleibt stabiler. So kann man schneller durch die Kurve fahren. Den kriegen wir auch neu und das ist auch gut so, wenn man sieht, wie das hier vergammelt ist. Der GTI bekommt ein in der Höhe verstellbares Gewindefahrwerk. Dadurch lässt sich der Schwerpunkt absenken, das Auto liegt tiefer. Und das erlaubt höhere Kurvengeschwindigkeiten. Also wir haben ja fast alles jetzt beieinander, ne? Also das Dunkle, das Schwarze, das Verrostete ist alt und das Bunte, Glänzende ist neu. Ein Federbein ist die Kombination aus Spiralfeder und Stoßdämpfer. An der Hinterachse des VW sind beide Teile getrennt voneinander verbaut. Die neuen Fahrwerkteile unterscheiden sich gegenüber dem Original in der Verstellbarkeit. Die Einstellringe regulieren die Fahrzeughöhe. Also Reifen, noch mal ganz kurz, Reifen haben uns gebracht 1,6 Sekunden auf dem Gripodrom. Ja. Was schätzt du, was bringt das hier? Also ich sage auf jeden Fall 1 bis 1,5 Sekunden. Sollten wir hinkriegen. Ja. Ja, krass. Also ich meine, das ist jetzt eine Arbeit, die, keine Ahnung, was hat der Selo gesagt, 2,5, 3 Stunden dauert oder sowas. Wir werden wahrscheinlich 4 brauchen. Ich denke mal schon, dass der Aufwand gerechtfertigt ist, ja, weil das Auto wird danach halt einfach viel geiler fahren. Also hoffe ich mal. Kommen wir langsam zum Zusammenbau. Wir bauen jetzt gerade den vorderen Stoßdämpfer wieder ein. So, da sind 3 Schrauben von oben. Das heißt, Die ist das Herzstück, mal sagen, Herzstück. ne? Letzter Step. Federbein oben ist fest. Dann noch die gewünschte Fahrwerkshöhe einstellen und die Vorderachse ist fertig. Je tiefer ein Auto liegt, desto agiler lässt es sich um die Kurven bewegen, weil damit der Schwerpunkt abgesenkt wird. Mit dem neuen Fahrwerk setzen die Jungs das Auto vorne 45, hinten satte 50 mm tiefer als serienmäßig. Du führst halt jetzt die neuen Sachen zusammen. Es glänzt alles, es riecht alles neu, natürlich nicht. Aber das ist halt das, warum wir es gemacht haben. Die alte Rotze raus und das neue Schöne rein. Hilft der Fahrwerksumbau dabei, den GTI tatsächlich noch mal schneller zu machen? Okay, Hinterachse fertig. Geil gemacht, Mann. So, das ist natürlich das Wichtigste am Ende, das Werkzeug wieder zusammenräumen. Aber ich würde sagen, wir sind fertig. Wir können eigentlich runterlassen, ne? Das ist eigentlich so dieser heilige Moment, den man zelebrieren muss. Wir waren aber wirklich gut in der Zeit. Ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr 4 Stunden gebraucht. Ja.
Aber jetzt ist der Magic Moment, Leute. Jetzt gucken wir, wie tief er kommt. Rüdiger, nicht so tief! Rüdiger! Jawohl! Er ist schon tief, ne? Ja, steht gut. Steht gut. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Einen dicken Semi drauf und ein Fahrwerk rein und schon hast du ein Rennauto, ne? Richtig. Sieht Genau das werden wir jetzt gleich rausfinden, ob das ein Rennauto ist. Kosten für das Fahrwerk inklusive Einbau beim Fachmann rund 3.000 €. Anders als bei den Reifen muss man damit allerdings zur TÜV-Abnahme, um es ordnungsgemäß eintragen zu lassen. Die Höheneinstellung muss dabei im zulässigen Rahmen liegen. Wir kommen da aus der Garage rausgefahren, haben das selber eingebaut und jetzt probieren wir es hier auf der Strecke 20 Meter weiter aus. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ob der VW Golf GTI mit dem Fahrwerksumbau noch mal besser wurde? Gefordert sind ein kürzerer Bremsweg, eine höhere Geschwindigkeit im Slalom und eine schnellere Rundenzeit. Was geht, ohne die Leistung des Autos zu erhöhen? Also ich erwarte mir jetzt schon noch mal eine wirkliche Verbesserung, weil das einfach mit den Stabis und dem Fahrwerk zusammen, das ist wirklich, das Auto ist tiefer gekommen und es ist wesentlich knackiger. Das sollte jetzt zusammen mit dem Ultra-High-Performance-Reifen wirklich um die Ecke gehen, dass es nichts Besseres gibt. Doch wie kann ein Fahrwerk für einen kürzeren Bremsweg sorgen? Beim Bremsen nickt der vorne rein. In dem Moment, wo dieses Einnicken erstmal da ist, entlastet es die Hinterachse natürlich umso mehr. Deswegen kann sie keine volle Bremswirkung erzielen. Das neue Fahrwerk wirkt dieser Entlastung entgegen. Durch mehr Bodenhaftung der hinteren Räder könnte sich also ein kürzerer Bremsweg ergeben. Vor dem Einbau des Gewindefahrwerks lag der Bremsweg bei 33 Metern. So, und jetzt reinhämmern. Oh, ja. 31 Meter. Es ist krass. Ich hätte das nicht gedacht, dass das noch mal so viel kürzer geht. Bei 33 Meter, was wir jetzt nur mit dem Semi schon geschafft haben, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Aber 31 Meter jetzt mit dem Fahrwerk, das ist geistesgestört gut. Ja. Und wir sitzen in einem 20 Jahre alten Golf. Aber ich feiere es richtig, dass wir halt wirklich das mal messen und auch belegen können. Gleiche Strecke, gleiche Tag, gleiche Reifen. Es ist krass. So, es geht in den Slalom. Wir hatten eine Geschwindigkeit von 71,2 km/h im Slalom, als wir nur den Semislick und das Serienfahrwerk drauf hatten. Jetzt Semislick mit Sportfahrwerk. Was sagt dein Bauchgefühl nach dem Bremsen? Was passiert gleich? Ja, schneller. Schneller. So, Slalom. Also du kannst deutlich schneller Das und ist krass. Rad hier auch einfach lenken. Ne? Alter, ist das krass. Vor allem diese Hinterachse, wie stabil die da hinterherläuft. Ne? Das ist so ultra krass, was dieses Auto jetzt macht. Jetzt bin ich gespannt, wie viel km/h waren es? 73,6. Alter, das fühlt sich wesentlich genauer, präziser. Ich habe gar nicht mehr gegenlenken müssen. Das war beim Semislick schon sehr, sehr gut. Aber jetzt war es noch mal besser. Was für einen geilen Koffer haben wir hier gebaut. Rennauto. Ey, das ist ohne Quatsch. Ich finde das so sensationell. Dann sind wir soweit für die schnelle Runde. Ergebnisse bis jetzt bedeuten eigentlich, dass du jetzt schneller werden musst. Hä? Hast du Bock? Ja. Yeah. Mit unverändert 200 PS wollen Philipp und Matthias ihre Rundenzeit von 1 Minute 8:01 noch mal verbessern. Ob das tatsächlich klappt? Auch hier, wie viel einfacher ich schön sauber fahren kann. Der arme Golfjunge, der wird rangenommen hier vom Allerfeinsten. Also jetzt ist auf jeden Fall der Motor das schwächste Glied in der Antriebskette. Getriebe vielleicht auch noch. Oh, das sieht gut aus, come on! Konnte das neue Gewindefahrwerk noch mal einen Unterschied machen? Also ich sage mal so, Philipp, das nennt man Ballern. Wir haben gebraucht auf der schnellen Runde 1:07:06
und somit haben wir noch mal eine Sekunde rausgeholt. Gesamtfazit. Wir wollten wissen, können wir dieses Auto schneller machen, ohne die Leistung anzupacken? Und wenn ja, wie viel schneller können wir ihn machen? Und man muss sagen, es hat sehr, sehr gut geklappt. Überraschendes Ergebnis, muss man wirklich so sagen. Ja. Wir haben nur die Reifen und das Fahrwerk angefasst, haben dadurch in unserer ersten Disziplin Bremsung von 100 auf 0 unseren Bremsweg 6 Meter verkürzt. Und 31 Meter mit einem 20 Jahre alten Golf mit einer Serienbremse ist einfach eine Macht. Dann kam der Slalom. Im Slalom sind wir 6 km/h schneller geworden. Was wirklich die Macht ist. Ja, Ne? das ist richtig gut. Das sind fast 10% von dem, was wir eigentlich gefahren sind im Slalom. Genau. Ne? Und schnelle Runde insgesamt vom normalen Reifen bis jetzt Performance-Reifen mit Fahrwerk 2,5 Sekunden schneller auf einer Runde, die nur knapp über eine Minute dauert. Ja. 2,5 Sekunden. Wahnsinn. Also ich fand die Nummer extrem geil. Ich persönlich selber hätte nicht gedacht, dass man so einfach das Auto schneller kriegt. Weil man muss einfach mal sagen, es waren einfache Maßnahmen. Es sah wild aus, wir haben ein Fahrwerk eingebaut, aber es waren ja trotzdem Teile, die wir 1:1 mit TÜV getauscht haben, haben eine Verbesserung erzielt, konnten das auch noch nachweisen. Geile Nummer. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt nächstes? Packen Ja. wir jetzt die Leistung an oder bleiben wir bei, wir packen die Leistung nicht an? Die eine oder andere Sache, Bremse, Gewicht. Gewicht. Mir wir- schweben da so ein paar Sachen rum, die kann man bestimmt vielleicht noch mal. Behalten wir den jetzt? Mal Dürfen wir gucken. mit dem weitermachen? Mal gucken, mal gucken. Du darfst bestimmt jetzt auch noch mal ein bisschen fahren. Ich fahre jetzt mal eine Runde. War lustig und sehr aufschlussreich. Hi, danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.